will ja nicht sagen, was surft man die Welle nicht normalerweise runter? Und jetzt auf unserer Weiterreise machen wir jetzt einen Stopp ja am Lucky Beach. Und jetzt geht's erstmal ins Wasser. Das ist freaking dunkel hier. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind jetzt auf dem Weg Richtung Osten und machen jetzt erstmal einen Stopp in Gorge Rock Reserve. Das ist ein Platz, der früher halt als Treffpunkt genutzt wurde für die umgebenden Farmer hier. Und die hatten sogar ein kleines Haus hier, wo sie dann regelmäßig sich getroffen haben zum Tanzen. Und was sie hier auch gemacht haben, die haben sich hier einen Swimmingpool gebaut und den gucken wir mal, ob wir den jetzt finden. Wir haben schon Zeichen gesehen dafür und leider ist da Schwimmen verboten, aber wir gucken uns den trotzdem mal an. War jetzt total unplanmäßig. Also eingeplant war der Stopp eigentlich überhaupt nicht. Wir sind zufällig drüber gestolpert und hat aber so relativ gut ausgesehen, dass wir gesagt haben, wir bleiben jetzt einfach die Nacht hier. Genau. Planänderung, gehen wir erst morgen zu unserem eigentlichen Ziel. Ja, war auch ein bisschen zu weit. Ich denke mal, wir wären zu spät da angekommen und dann, wir wollen sie auch nicht hetzen. Eben. Und der Platz hier, der ist also wirklich, also wir sind bis jetzt die Einzigen. Mal sehen, wird bestimmt noch der eine oder andere kommen, aber die haben sogar eine Toilette hier. Und ich muss sagen, das ist die allersauberste Drop-Toilette, die ich bis jetzt irgendwo gesehen habe. Also kann man sich nicht beschweren. Und alles wieder vom Council kostenlos. Der Pool ist eine natürliche Senke im Granitfels. Die früheren Siedler haben einfach nur an den Seitenmauern hochgezogen, um mehr Wasser halten zu können, welches auch geleert wurde, um es sauber zu halten. Seit es einen gebauten Pool in der nahegelegenen Ortschaft gibt, wird dieser nicht mehr genutzt. Und weil hier jetzt nicht mehr gewartet wird, wurde das Schwimmen hier drin verboten. Aber guck mal, wenn du so siehst, wie die Felsformationen hier sind, sollte das schon einen Hinweis geben, wohin wir morgen fahren, oder? Ja, so ein bisschen der da, ha? So ein kleiner Hinweis. Wir sind hier in Heiden und wir machen hier einen kleinen Stopp, um uns die Füße zu vertreten. Und wir haben hier gesehen, dass am Straßenrand ein paar lustige kleine Skulpturen sind. Und die nutzen wir die Gelegenheit und schauen uns das mal an. Aber weswegen wir denn eigentlich hier sind Informationen zu holen über das. The Wave Rock. Die Informationen, die wir gesucht haben, waren eigentlich nicht wirklich vorhanden. Jetzt fahren wir weiter, schauen, ob wir zu The Wave Rock kommen und gucken, ob wir da mehr Informationen kriegen. Ich habe gestern gesehen, da soll es, glaube ich, ein Information Center geben. Inwieweit es jetzt natürlich mit Leute besetzt ist oder bloß wieder eine Tafel oder überhaupt da ist, werden wir halt sehen. Wir haben uns jetzt lange Hosen angezogen und unsere festen Schuhe und sind jetzt auf dem Weg zur Wave Rock. Juhu! Ich will ja nicht sagen, was surft man die Welle nicht normalerweise runter? Ach so, warte. So? Ja. Yay!
Tada! Fehlt ein Brett. Okay. Tada! Seien Sie, was ein bisschen stört, ist, dass Sie oben Beton drauf gemacht haben, Du weißt, warum sie oben Beton drauf gemacht haben? damit Sie es hässlicher machen können. Nee, damit sammeln sie Wasser. Für das Wasserreservoir. Ja, Die Rockwave ist 15 Meter hoch und 110 Meter lang und ist ein Teil von einem riesigen Granitfelsen. Und entstanden ist sie durch Wasser, was durch den Granit durchgesickert ist. Und weil es unten ein bisschen länger steht, hat es Mineralien rausgewaschen. Dadurch ist es porös geworden. Und wenn der Wind dann die Erdoberfläche abgetragen hat, hat er auch das mit abgetragen. Und dadurch entsteht dann diese Wellenform. Die Streifen, die wir hier sehen, entstehen von Algen und von Eisenoxid. Also die schwarzen sind die Algen und die roten ist das Eisenoxid, kurz gesagt Rost. Das ist das Trinkwasser, die Trinkwassersammelbecken. Und dazu haben sie auf dem Granit hier eine Mauer gezogen, die das Regenwasser umleitet in das Sammelbecken. Und hier sieht man, So. wo sie überall die Mauern gebaut haben. Und da ist dann das Sammelbecken. Wenn man mal von der Mauer absieht, hast du eigentlich eine schöne Aussicht, wa? Ja. Da ganz hinten ist der Magic Lake. So wie es aussieht, war ja vorher schon immer ein kleines Wasserloch. Und 1928 konnten sie da drin 3380 Kubikmeter Wasser sammeln. Und 1951 haben sie dann den Damm gebaut und die Mauern, um das Wasser umzuleiten. Und dann haben sie es von 3.380 auf 29.810 Kubikmeter erhöht. Dann machen wir uns auf den Weg zum nächsten interessanten Punkt. Im Gänsemarsch geht es durchs Gebüsch. Dort treffen wir auch auf wilde Tiere. Dann sind wir da. Okay. Und woran erinnert uns das? Ich gebe euch mal einen Hinweis. Es heißt Hippos Yawn. Tada! Und jetzt bist du im Hippos Stomach. Schön kühl ist, ja? Aha. Ausblick von Hippos Yawn. Wir haben Hayden Rock verlassen und die Rockwave und sind auf dem Weg nach Esperance. Allerdings werden wir es wahrscheinlich nicht so weit schaffen, weil wir haben angehalten am King Lake, ein riesiger Salzsee. Es ist kaum Wasser drin, aber jede Menge Salz. Peter lässt die Drohne mal steigen und ich gucke mal, ob ich da unten rankomme.
absolut unglaublich. Läuft sich ein bisschen matschig. Also, wenn die Siloart groß genug ist, braucht man keine ab. Und die hier haben wir auch so gefunden. Unser Weihnachtsbaum. Warte mal. Meinst du, der passt bei uns ins Haus? Oder in den Caravan? Wir sind heute durch Esperance gefahren. So, sagen wir mal so, wir wollten durch Esperance durchfahren. Ja. Wir mussten aber ein bisschen länger bleiben, weil Die Stadt hatte einen kompletten Stromausfall. das heißt, jede einzelne Tankstelle in der Stadt war nicht in der Lage, Benzin zu verkaufen. Also mussten wir warten, bis der Strom irgendwann wiedergekommen ist. Ja, wir haben einen kleinen Spaziergang gemacht. Ja. Waren beim Infocenter, ein bisschen da am Strand lang gelaufen. Und jetzt sind wir zum Lucky Beach gefahren. Nachdem wir tanken konnten. Nachdem Also der wir tanken. Strom ist jetzt wieder da gewesen, dann konnten wir endlich tanken fahren. Und jetzt auf unserer Weiterreise machen wir jetzt einen Stopp ja am Lucky Beach. Und jetzt geht's erstmal ins Wasser. Wir ziehen weiter. Auf unserem Weg nach Northman kommen wir immer wieder an Salzseen vorbei. Und das tief im Inland. Merry Christmas! Merry Christmas. Was haben wir? 35 Grad?
Wir verlassen jetzt Norseman. Norseman nennt sich selber das Tor zur Nullarbor und zu Western Australien. Wer immer auch in welche Richtung fährt, muss durch Norseman durch. Dafür hatte ich eigentlich gedacht, rein in meinem Kopf, da ja alle, die über die Nullarbor kommen, da durch müssen, hätte ich es mir eigentlich um einiges größer vorgestellt. Aber es ist im Prinzip eine ganz kleine verschlafene Stadt. Die haben sogar einen öffentlichen Swimmingpool, aber selbst der ist kostenlos. Bloß man sollte gucken, wer auch immer da lang fährt, einkaufen, nur wenn es unbedingt sein muss. Die haben alles. Frag nur nicht nach dem Preis. Norseman hat seinen Namen her von dem Pferd, welches einer der Gründer der Stadt hatte. Und dieses Pferd hat goldreiches Material in dem Hof aufgesammelt. Dadurch, dass sie jetzt Gold gefunden haben, haben sie einen Goldrausch da ausgelöst. Ja, jedenfalls sind wir jetzt in Richtung Nullarbor unterwegs und den Weg durch die Nullarbor, da gibt es nur einen einzigen und das ist der Air Highway. Der ist bis zur nächsten Ortschaft ungefähr 1200 Kilometer lang. Ortschaft, ja, ich glaube 1200 Kilometer bis durch. Und ich glaube, die nächste Stadt ist Sedona. Ja. Wenn mich nicht alles täuscht. Aber auf der Strecke gibt es dann 11 Rothauses, wo man dann tanken kann, aber Preise sind teuer. Ja, und jetzt schauen wir mal, was wir auf dem Air Highway noch alles erleben. Also jetzt gehen wir dann auf die 90 Mile Straight. Das ist die längste gerade Straße, die es in ganz Australien gibt. Ist, glaube ich, in Wirklichkeit 91 Meilen. Genau steht es auf dem Schild mit 146,6 Kilometer. Und die zählt mit zu den gefährlichsten Straßen in Australien, weil im Prinzip 1,5 Stunden lang schnurstracks geradeaus fahren ist relativ ermüdend. Und wie man hier mal wieder sieht, hat sich gerade bewahrheitet, dass die Nullarbor 90 Mile Straight zu den gefährlichsten Strecken gehört. Da liegt jetzt schon der zweite Karawan. Den hat es zertrümmert in nur 2 Ecken nach dem Ende von der Strecke. Und wir haben schon einen gesehen, den haben wir aber nicht aufgenommen. Der war ungefähr 20 Kilometer bevor die Strecke zu Ende war. Da lag der Karawan total zertrümmert auf der Seite, das Auto war nicht mehr da. Das unterstreicht mal wieder, wie gefährlich dieses gerade Stück von der Straße ist.
Wir haben heute einen der Seitenarme genommen und wollen ein bisschen die Gegend erkunden. Und Nummer 1 sind heute die Medua Caves. Und der Eingang liegt direkt hinter uns. Ist noch, hier. Was? Oh ja. Da. Well, ich denke mal, Das den ist- Eingang werden wir nicht nehmen. Nee. Also den Eingang haben wir jetzt gefunden, so wie es aussieht. Das scheint der kleine zu sein und hier der große. Also auf den ersten Blick sieht es nicht aus, als wenn man weit reingehen kann. Aber lassen wir uns mal überraschen. Gucken wir mal. Ja, die ist relativ groß, so wie es aussieht. Stehen kann man da drin nicht, so wie es aussieht. Wo bist du denn? Hallo? Oh, Kann doch stehen. kannst du? Ja, ihr habt geschwindelt. Nee, die ist von da vorne sah es viel kleiner aus. Ja, da kommt Licht durch. Da hinten, siehst du da? Ist eventuell das Loch, was wir da gesehen haben. Ja, siehst du? Da kommt Licht durch. Da ist der Eingang. Und da geht's weiter. Da scheint es noch mal reinzugehen. Und da um die Ecke, ist nur nicht wie weit. Gut dunkel tun. Hier geht es auch noch. Da. Da geht es auch noch rein. Soll mal dichter reingehen und gucken, ob es da weitergeht. Ich bleib hier. Nee. Ja, es geht bestimmt weiter, aber ist alles voll mit Sand, siehst du? Okay. Wahrscheinlich vom Regen oder so vollgespült. Wo wir mal zuerst mal kurz gucken. Hier unten? Ja? Okay, ich gehe mal Lass dich gucken. mal laufen. Ich lass dich mal laufen. Gottes Willen. Das ist freaking dunkel hier. Hallo? Okay. Bleib ruhig. Hallo? Wollte nur mal gucken, ob es hier ein Echo gibt. Okay, guck mal, was wir jetzt hier gefunden haben. In so einem kleinen Seitenarm, ich bin schnell alleine rein, hängt hier ein Temperatur- und Feuchtigkeitssensor. Und hier scheint jetzt langsam Ende mit der Banane zu sein. Ja, da scheint es jetzt vorbei zu sein.
Oh, Ende? Ich denke mal, hier wird es noch weitergehen, wenn du unbedingt wolltest. Es sieht so aus, als wenn es da zu Ende ist, könnte aber auch noch um die Ecke gehen. Aber wie gesagt, das ist jetzt so tief, da traue ich auch nicht mehr rein. Da müsstest du wirklich dich auf den Bauch legen und durchrobben. Nee, machen wir nicht. Nee. Gut, dann gucken wir jetzt, was die zweite sagt. Viel größer, als man denkt. Hm? Ja. Wenn du denkst, das Sinkhole. Gibst mir wieder deine Hand. Ganz schön anstrengend, so zu krauchen. Als ich an uns ins gewittert. Ja. Okay, der Eingang ist ein bisschen größer. Jetzt fängt es an zu regnen. Wir müssen Schutz in einer Höhle suchen. Ich würde sagen, holy shit. Da ist ein Känguru, da ist ein zweites Känguru, hier ist ein drittes Känguru. Aber die Höhle ist jetzt hier zu Ende, die geht nicht weiter. Oh, Jesus. Was war das? Der Vogel eben, der hat mich an der Brille getroffen, der ist mir an den Kopf geflogen. Nee, der ist so kurz vor mir abgedreht, der hat mit seinen Federn, ist der genau über meine Brille drüber. Also sind jede Menge Känguruskelette hier drin. Nicht wirklich das Highlight, oder? Ja, aber fragst dich, warum? In der anderen Höhle hast du keins gesehen. Ja, weil sie da nicht weil sie da nicht leicht reinkommen. Wenigstens haben wir die Höhle für uns alleine gehabt. Mal was anderes. Die Höhle war schön, ja, vor allem mussten wir nichts bezahlen. Wir fahren jetzt zum zweiten Punkt. Geschrieben ist es im Wikicamp als prähistorisches Dick-Area, irgend sowas in dem Ding. Aber in Wahrheit, glaube ich, war es bloß eine Abbaustation für irgendwelche Steinchen. Und da haben sie halt ein paar Fossilien gefunden oder besser gesagt ein paar versteinerte Muscheln. Und da schauen wir mal, ob wir auch ein paar sehen. Auf dem Weg zu dieser Quarry kommen wir jetzt noch an dem Dingo-Fence vorbei. Und wie immer, als Beifahrer muss man Tore öffnen und wieder schließen. Wenigstens quietscht es nicht. Geschafft. Eine Muschel? Ist schön fündig geworden, sind nicht mal ausgestiegen. Ich will sagen, lag halt hier gerade so, hat geschrien. Hey, ich bin eine Muschel, heb mich auf. Ja, das sieht so aus, wenn ich die jetzt nebeneinander mal halte, würde ich sagen, die sieht genauso aus wie eine frisch vom Strand. Sieht fast so aus, ja? Also so wie es aussieht, findest du die meisten Muscheln und was auch immer, ich würde sie nicht wirklich als Fossilien bezeichnen. Da, wo immer relativ loser Sand ist, wo die großen Klumpen sind, ist wahrscheinlich eher alles kaputt. Aber der Sandhaufen besteht im Prinzip aus dem Zeug. Ich werde mal einfach spaßenhalber mal gucken, ob man die Dimensionen irgendwo sieht. Ich werde mal die Drohne hochschicken. Okay, und ich gucke weiter, ob ich noch irgendwas Interessantes in den Haufen finde.
Also auf meiner Suche bin ich auf ein paar etwas rundliche Steine gestoßen, die mich ziemlich an diese Thunder Eggs erinnern. Und die haben eigentlich immer einen schönen Inhalt, ähnlich wie die Agates. Da sucht man eigentlich nach inneren kristallinen Strukturen. Und wir haben mal einen aufgebrochen und man sieht eigentlich deutlich, dass es wie so ein Thunder Egg ist. Es hat so eine äußere Hülle und ist dann gefüllt mit nicht wirklich spektakulären Inhalt. Mit irgendwas. So, wir wissen nicht, was es ist. Ich denke mal, ich nehme die Hälfte hier für Niki mit, weil die sieht noch relativ hübsch aus. So, ich denke mal, das war hier bestimmt ein Abraum, wo sie denn Agates gesucht haben. Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Müssen wir vielleicht noch mal recherchieren. Ansonsten war es der Ausflug für heute, oder? Okay. Auf der Rückfahrt zu unserem Wohnwagen habe ich ein bisschen im Internet mal nachgeguckt und habe gesehen, dass es hier eigentlich 2 Quarries gibt. In der einen, die ursprünglich für Sandgewinnung war, haben sie dann Fossilien gefunden. In der anderen, wo wir waren, haben sie tatsächlich Agat gesucht. Wir hatten dann halt kein Glück und haben keinen gefunden. Aber die wahrscheinlich auch nicht, weil sonst wäre das Ding wahrscheinlich noch offen. Wahrscheinlich, also die Ausbeute war wahrscheinlich nicht groß und auch die andere Quarry ist jetzt stillgelegt. Von archäologischer Bedeutung sind wahrscheinlich beide jetzt nicht mehr, sonst würden sie nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Okay, das war es für heute für unseren Ausflug und das war es auch für diese Woche. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert einfach unseren Kanal, gebt uns einen Daumen hoch, einen netten Kommentar und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye.